So, ich habe das jetzt aufgeheben. Mit der Gabel nochmal platt drücken. Dann geht der Nummer sicher, dass er nicht platzt. So. Die Gabel nochmal platt drücken, geht ja auch Nummer sicher, dass es nicht platzt. So, ne? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu falten. Wichtig ist aber, dass ihr die Ente macht jetzt hier so ein Dreieck. Der Vorzeigeeffekt. Das macht man am besten mit beiden Händen, aber ich kann es auch mit einer. Und dann rollt man hier so. Und jetzt seht ihr, hier ist es gebrochen, aber es ist nicht so schlimm. Weil ich will die sowieso eingefrieren, also. Deswegen ist alles gut. Das ist so ein bisschen fester. So. Und jetzt rollt man das so. Und jetzt seht ihr, macht man das hier, wird man das nass machen und dann ist das fest. Ich finde hier unsere Küche ist so beengt. Aber ich habe keine Lust, das an großen Tisch zu machen, also deswegen muss ich ein bisschen noch. So. Und da habt ihr jetzt noch. Im Idealfall sind auch die Seiten mit eingerollt. Aber was man auch machen kann, so ein alles Herausforderung-Trick, wenn die Seiten nicht schön geworden sind, dass man jetzt zum Beispiel das auch so machen kann. Guck mal. Und das dann einfach drüber rücken. Also das nochmal einzuwickeln. Ich weiß ja nicht, ob ich es mache. Aber da ich es jetzt eingefilmt will, ist es nicht ganz so schlimm, wenn da auf der Seite rausguckt. Wobei dann flüchtet es einfach beim Kochen weggenommen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber wichtig ist, dass die zusammenbleiben. Also bei denen geht's so. Dann hier seht ihr es, wie schön das ist wirklich ein Vorzeige. Das sind eigentlich Vorzeigeböreks. Und die werden eingefroren. Kann ich euch schon mal so zeigen. So, jetzt seht ihr, wie schön das brät. Also, das wäre echt eine gute Idee, diese Schale über Nacht in den Kühlschrank zu stellen. Und es in den Kühlschrank gestellt habe. Und abgleicht, dass die schön durchziehen, weil die Leute das Teig ja wie gewillt, dass der so leicht reißt. Also, wie gesagt, mit einem Brot umgewendet, weil es ja auch gekocht ist, wenn es so warm ist, dass die dann auch. Dass der auch sehr schnell reißt, müsst ihr dann auch mal in den Kühlschrank stellen. Deswegen. Also im Winter habe ich das eigentlich noch gemacht. Also im Winter waren es immer gut und wenn es halt so warm wurde, sind mir die immer gerissen. Ich habe keinen Bock mehr, das zu machen. Ich habe auch mal mit Butter versucht oder mit Milch, also das ist egal. Deswegen, also man kann es noch mit Eigelb, ich habe jetzt einfach noch ein bisschen mit Butter gestrichen. Und immer wichtig ist es schön fett. Einfach, dass er sich schön dreht, guckt. Ja, es ist natürlich auch, wenn du in der Küche viel Fritteuse hast, aber zu Hause braucht man das nicht. Aber ich meine jetzt, wenn man der Gast ist, könnte man das wirklich einfach in der Fritteuse zu machen. Nur wenn man das bei den Händen auf Zeit machen sollte, dann ist das auch möglich. Weil generell irgendwo im Fernsehen ist das Fritteuse besser. Da macht man ja sowieso nur 3, 4 für den Joghurt, also das ist
was man ja nicht viele. Ich glaube, das ist das Maximale, was man da machen würde. So. Und die Zigarettenbörek, die Sigarabörek. Guck, das ist ein Traumbörek. Ich denke mal, das ist. Und jetzt zeige ich euch das nochmal. Ihr seht zwar, das sprudelt jetzt zwar schon so, aber wir geben jetzt hier das ganz normale Sonnenbombe von Tommy. Jetzt auch hier ist ein Markenprodukt, aber das habe ich gekauft als ein Angebot bei Aldi. So, jetzt geht's noch. Guck, dann können Sie so ein bisschen Butter ran, wenn man das hier sieht. Das ist jetzt nicht beschlichen, aber hier ist noch Butter drin, deswegen guck mal, was wichtig ist. Und das wird Fett immer wieder bestreicht. Dann werden die nicht perfekt. Man kann sie auch so einbraten. Dann braucht man aber größere, eine höhere Pfanne, aber wir haben zum Beispiel keine höheren Pfannen mehr. Aber hatten wir auch noch eine höhere Pfanne, dann fällt das aber auf. Es gibt die Menschen, die machen das auch im Bock.